Kirchheimer Critical Mass Full Edition. Die 29. Kirchheimer Critical Mass. Prioritäten setzen. Die 29. Kirchheimer Critical Mass. Prioritäten setzen. Es gibt mehrere Gründe, warum es wichtig ist, im Straßenverkehr Prioritäten zu setzen. Nicht nur mit Blick auf die Klimaentwicklung. Der motorisierte Individualverkehr trägt erheblich bei zur Erwärmung. Gerade der Sektor des motorisierten Individualverkehrs hatte am wenigsten Innovation in den letzten 100 Jahren. Entwickelt wird schon lange nichts mehr. Man dreht nur noch an kleinen Stellschräubchen und versucht, das letzte Quäntchen herauszupressen aus einer hoffnungslos verlorenen Technologie. Und genau dieses letzte Quäntchen verkauft uns die übermächtige Industrie als neueste Innovation. Das ist Dinosauriertechnik zu unverschämten Preisen. Wie Haarshampoo. Alle 2 Wochen kommt die gleiche Pampe in anderer Verpackung und verbessert die Welt und die letzten Haare. Aber okay, das kann so nicht weitergehen und das hat mittlerweile auch der Letzte kapiert. Und auch mit neuem Antriebskonzept bleiben die bekannten alten Probleme des Autos die gleichen alten Probleme. Wir müssen Prioritäten setzen. Weg vom dümmsten aller Verkehrsmittel. Das Fahrrad ist das überlegene Verkehrsmittel im innerstädtischen Raum. Dem Auto ist es haushoch überlegen. Jeder eingefleischte Autofahrer guckt regelmäßig dumm aus der Wäsche, wenn der Nachbar mit dem Rad längst da ist. Obwohl er mit viel Lärm und Getöse, viel Gestank und viel Sprit mit dem teuren Auto noch für viel Geld in die Stadt gefahren ist. Mit dem Rad hat er keine Treibhausgase emittiert, kein Getöse verursacht und auch nicht blöd die Straße verstopft.
Er produziert weder Lärm noch Abgase, fährt effizient, intelligent und natürlich viel günstiger. Er kommt halt schneller durch Verkehrsstaus, weil er sie nicht verursacht. Er umgeht das Chaos, braucht keinen Parkplatz und kommt im Gegensatz zum Auto früher an und ist entspannter. Das Fahrrad ist ein intelligentes und überlegenes Verkehrsmittel und ermöglicht eine bessere individuelle Mobilität, insbesondere in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Deshalb braucht das Fahrrad eine moderne Infrastruktur, um nicht von den Dümmsten behindert und von den Stärksten gefährdet zu werden. Wir müssen Prioritäten setzen. Die 30. Kirchheimer Critical Mass. Eine Radtour durch die Stadt. Heute fahren wir wieder mal eine Radtour durch die Stadt. Mittlerweile schon zum 30. Mal findet die Critical Mass in Kirchheim statt. Eine Critical Mass Ausfahrt ist mehr als nur eine Radtour in der Stadt. Sie ist ein Stück weit Aufklärungsarbeit. Wir zeigen den Autofahrern, dass man auch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren kann. Genau diesen Autofahrern, die mit der Krone der Mobilität, dem Auto, wie selbstverständlich ihren eigenen Lebensraum unbewohnbar machen und verpesten, weil sie halt Gewohnheitstiere sind und von der Politik und Industrie seit Jahrzehnten auf dieses Verhalten dressiert wurden. So wurden sie Opfer einer irren Politik, einer übermächtigen Industrie und ihrer eigenen Bequemlichkeit. Eine Critical Mass Ausfahrt zeigt, dass man mit einem überlegenen Verkehrsmittel auch auf der Straße fahren kann. Und wie selbstverständlich kommt man damit auch überlegener voran. Auf kurzen Strecken in der Stadt spielt das Fahrrad seine Überlegenheit voll aus. Klar, seine Entwicklung ist schon viel älter als jedes andere motorisierte Verkehrsmittel.
Fahrräder gab es lange vor der perversen Motorentwicklung, die allen die eigene Lebensgrundlage raubt. Damals hat man noch umweltgerecht, nachhaltig und sozial verträglich entwickelt. Damals hatte eine menschliche Gesellschaft noch einen hohen Stellenwert. Und genau deswegen zeigen wir uns auf der Straße. Wir zeigen, wie es besser geht. Wir zeigen den Bornierten, wie man sich besser und menschlicher in der Stadt bewegt. Deshalb tauchen wir auf im Straßenverkehr und zeigen den Dinosauriern, wie es besser geht. Und deshalb leisten wir mit der Critical Mass sozusagen auch Aufklärungsarbeit. Auch wenn das bei manchen noch Unverständnis hervorruft. Wir setzen darauf, dass selbst der Blödeste schnell merkt, wie entspannt und ungefährlich unsere Straßen sein könnten. Wie ruhig und menschengerecht unser Lebensraum sein könnte, wenn wir nur das richtige Verkehrsmittel nutzen. Mit unserer Radtour durch die Stadt zeigen wir, wie es besser geht. Und deshalb fahren wir unsere Critical Mass jeden zweiten Freitag im Monat. Jeden zweiten Freitag im Monat. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Eine Critical Mass Ausfahrt ist mehr als nur eine Radtour in der Stadt. Die 31. Kirchheimer Critical Mass. Eine Frage der Wahrnehmung. Die Critical Mass ist mehr als eine Radtour in der Stadt. Sie ist eine Frage der Wahrnehmung. Critical was? Eine weitere Erklärung. Eine möglichst große Zahl an Radfahrern schließt sich regelmäßig zu einer Gruppe zusammen und beansprucht so ihren Platz im Straßenverkehr. Man kann diese Aktionsform also getrost als Gegenbewegung zur alltäglichen Blechlawine auf Kirchheims Straßen begreifen.
und als Feier für das Verkehrsmittel Fahrrad. Ein Grundanliegen der Critical Mass ist, sicheren Verkehrsraum für Radfahrer zurückzugewinnen. Dieser Verkehrsraum wird hierzulande bisher vor allem von Kraftfahrzeugen besetzt. Alleine für diese sind Spuranlagen und Leitsysteme angelegt. Autogerecht nennt man das. An dieser einseitigen Ausrichtung unserer Stadt rüttelt die Critical Mass. Radfahrer sollen nicht länger auf minderwertige Nebenwege geschickt werden. Damit sind zum Beispiel Radwege gemeint, die plötzlich enden oder die an manchen Stellen sich plötzlich der Autospur beugen müssen. Man stelle sich im Gegenzug eine Autospur vor, die vor einer Kreuzung unvermittelt endet. Durchfahrt hier unmöglich. Radfahrer erleben so etwas ständig. Und deshalb tauchen wir in der Gruppe auf, um unseren Platz im Straßenverkehr zu beanspruchen. Wir tun das in einem Straßenverkehr, der nur dem Auto gehört. Wir tun das mit einem Verkehrsmittel, das fast schon ausgestorben zu sein schien. Das ist zugegebenermaßen schwer auszuhalten. Und unter den gegebenen Umständen ist auch ein gewisses Unverständnis vorprogrammiert. Deshalb begleitet uns die Polizei. Sie schützt uns vor übergriffigen Autofahrern. Wir zeigen auf entspannte Weise, wie selbstverständlich auf allen Straßen Rad gefahren werden kann. Wir zeigen, das ist überhaupt nicht gefährlich, solange der Autoverkehr sich in einem vernünftigen und sozialverträglichen Rahmen bewegt. Dieser Rahmen allerdings, der wird in Zukunft deutlich enger zu stecken sein als bisher, auch wenn dies vorläufig noch nicht alle verstehen. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme. Let's go. Langsam allerdings bekommt die Krone der Mobilität ernstzunehmende Risse. Die 32. Kirchheimer Critical Mass. Eine Frage des Respekts. Die Critical Mass, mehr als nur eine Frage der Wahrnehmung, eine Frage des Respekts. Critical was? Hier nochmal die Erklärung. Eine möglichst große Zahl an Radfahrern schließt sich regelmäßig zu einer Gruppe zusammen und beansprucht so ihren Platz im Straßenverkehr.
Sie mischen sich in die alltägliche Blechlawine auf Kirchheims Straßen, sorgen für einen kurzen Moment der Ruhe vom quälenden Lärm und werden so zur Attraktion. Ein Grundanliegen der Critical Mass ist, sicheren Verkehrsraum für Radfahrer zu beanspruchen. Weg von einer autogerechten Stadt hin zu einer menschengerechten. Wie soll in Zukunft unsere Fortbewegung im Straßenraum und die Begegnung im öffentlichen Raum aussehen? Weiterhin Vorfahrt für das Auto, weiterhin Lärm und Gestank? Oder doch lieber ein umweltverträgliches Verkehrskonzept, ein menschengerechtes? Nur woher rührt dieses Unverständnis, das viele Autofahrer angesichts radfahrender Zeitgenossen im Straßenverkehr an den Tag legen? Es liegt am Selbstverständnis der Wagenlenker. Einem Selbstverständnis, das von Politik und Industrie über Jahrzehnte hinweg gefördert und gefestigt wurde. Mit dem Ergebnis einer asphaltierten Gesellschaft. Für den Autoverkehr und für niemanden sonst wurde die passende Infrastruktur geschaffen. Egal ob Autobahn, Umgehungsstraße, Tempo-30-Zone oder Tiefgaragenstellplatz. Verkehr wurde vom Auto her gedacht. Wir leben gewohnheitsmäßig in dieser Welt. Vieles fällt uns schon gar nicht mehr auf. Langsam allerdings bekommt die Krone der Mobilität ernstzunehmende Risse. Denn die Probleme kann keiner mehr ignorieren. Wir leisten uns ein Verkehrssystem, das Unmengen an fossiler Energie verschlingt und uns giftige Gase hinterlässt. Und nun tauchen auch noch diese Radfahrer auf, die ihren Platz im Straßenverkehr beanspruchen. Sie tun dies in einem Straßenverkehr, der doch dem Auto gehört. Sie tun dies mit einem Verkehrsmittel, das doch schon fast ausgestorben zu sein schien. Das ist zugegebenermaßen schwer auszuhalten. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme. Die 33. Kirchheimer
Die 33. Kirchheimer Critical Mass. Die fehlt. Stattdessen gibt's die 8. Kirchheimer Friedenstour. Die empfehle ich euch. Entweder in 4 Etappen oder am Stück. Ihr findet sie sicher unter triketricks.de. Also auf, gleich zum nächsten Film. Jeden 2. Freitag im Monat. Die 34. Kirchheimer Critical Mass. Sicher unterwegs. Das ist so schön. Du kannst gleich mitfahren. Ah, eure Runde in der Stadt. Ja, Jesinger Runde. Mit Polizeibegleitung. Du musst da bleiben, sonst wirst du gleich verhaftet. Ist okay. Man kann denken, er wird dich hauen, aber halt aus. Es ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel, das Fahrrad. Kann's losgehen. Werden wir auch, dürfen wir nicht. Trotzdem will die Bundesregierung beim Radverkehr massiv kürzen. €350 Millionen weniger für sichere Wege. Damit steht die Ampel deutlich schlechter da als die letzte Regierung, die gefürchtete GroKo. Deshalb fordern wir: rettet die Radwege, stoppt die Kürzungen. Deshalb fahren wir unsere Runden, um zu zeigen, dass es anders geht. Jeden 2. Freitag im Monat. Der Radstreifen ist viel zu eng. Autos rasen dicht an deinem Lenker vorbei. Für Menschen auf dem Rad ist das gefährlicher Alltag. Ja, was war immer der gemeint? Hunderte von ihnen sterben jährlich im Straßenverkehr. Das schreckt ab. Viele haben Angst, aufs Rad umzusteigen. Obwohl es so wichtig wäre für lebenswerte Städte und für den Klimaschutz. Statt zu investieren, will Porsche-Lobbyist Christian Lindner die Mittel für Radwege noch weiter kürzen, um fast die Hälfte. Radwege an Bundesstraßen, Radschnellwege abseits von Straßen und der Umbau von Kreuzungen. Der Radverkehr steht auf der Streichliste. Steuergeld soll vor allem an die Autoinfrastruktur gehen. Dabei wird bereits jetzt das 20-fache des Radbudgets allein für Autobahnen ausgegeben. In wenigen Wochen starten die Haushaltsverhandlungen. Aber von den drastischen Kürzungen beim Radverkehr wissen viele Menschen noch nichts. Das wollen wir ändern.
Deshalb fahr auch du mit, damit es auch in Kirchheim möglich wird, sicher mit dem Rad zu fahren. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Jeden zweiten Freitag im Monat. Die 35. Kirchheimer Critical Mass. Ein Nachruf. Das ist so schön. Jeden zweiten Freitag im Monat drehen wir unsere Runden. Mittlerweile zum 35. Mal. Das ist einerseits eine reife Leistung, andererseits auch eine sehr frustrierende Geschichte. Erreicht haben wir nichts. Geändert hat sich nichts. Gehört werden wir nicht. Stattdessen erlebe ich einen Rückgang der Teilnehmerzahlen von einst über 100 auf gerade mal das Minimum einer kritischen Masse. Mit 15 Teilnehmern kann von Masse keine Rede mehr sein. Bei der letzten Sitzung haben wir beschlossen, die Critical Mass in dieser Form nicht mehr durchzuführen. Stattdessen will man sich auf größere Veranstaltungen konzentrieren. Wie auch immer die aussehen sollen, man will viel mehr Menschen mobilisieren. Die Critical Mass jedenfalls taugt scheinbar nicht, um die Massen zu gewinnen. Was hält Menschen davon ab, sich für eine menschengerechte Stadt einzusetzen? Wollen wir wirklich klein beigeben und unseren Lebensraum opfern? Oder brauchen wir nur etwas Geduld? Womöglich stehen wir kurz vor dem Durchbruch, gehört zu werden, damit sich etwas ändert. Dann hätten wir etwas erreicht. Ich mache mir jedenfalls Gedanken, wie es in Kirchheim weitergehen könnte. Nimm gerne mit mir Kontakt auf oder schreib mir in die Kommentare. Für alle anderen gilt: Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.